Und weitergehobbelt, diesen lustigen Spiel, das sich der Elysium nennt. Wir sind der Typ mit 10 Dingsbums hier. Und ich habe übrigens hier so ein... Achso, die Kamera ist ja da. Meine Güte. Ich habe jetzt auch ein Poster für das Dingsbums. Das ist halt exakt das Bild, ne? Das aber... Ich weiß auch noch nicht richtig, wo ich hinhänge. Das ist hier so eine Metallplatte, so ein Display. Und das ist mit so einem Klebemagneten an der Wand dran. Was ist denn hier los? Naja, das ist im Original nicht dran. Hier ist hier ist eine weiße Stelle. Die ist im Original nicht drin. Naja, gut. Was ist denn hier drauf? Naja, egal. Ich fand das Enzyklopädiebild irgendwie cool. Das Mechanikbild hat auch noch was, aber ich glaube, man sollte sich nicht allzu viele von diesen verstörenden Disco-Elysium-Bildern an die Wand packen. Autorität wäre noch ganz lustig, aber ich glaube, da muss man das Spiel kennen. Visuelles Kalkül ist auch irgendwie cool. Die sind leider so ein bisschen unscharf, die Bilder. Die müssten halt irgendwie detailreicher sein, damit man sich die wirklich schön an die Wand packen könnte. Weiß ich, welches könnte man sich noch an die Wand bauen? Das hier auf jeden Fall schon mal nicht. Gewandtheit? Ja, die Mechanik ist halt irgendwie noch erkennbar. Gotta catch them all. Die ganze Wand voll ballern. Nee, das ist also wie gesagt, Mechanik ginge noch irgendwie, obwohl es auch irgendwie sehr verstörend ist. Es ist nicht direkt HR Giga, aber es ist irgendwie ähnlich verstörend. Hier, das hier, weiß ich nicht, Korpsgeist? Wie gesagt, Autorität ginge noch, aber das sieht halt irgendwie so nach nichts aus. Der Konzeptbildung, visuelles Kalkül ginge, glaube ich, noch ganz. Schauspielkunst ist ein bisschen weird. Rhetorik? Also ich finde halt, die Enzyklopädie, das ist halt so das Bild, du siehst halt sofort, was es aussagt, ne? Das ist halt... Ja, so ein paar von diesen Bildern sind halt irgendwie einfach... Sonst gibt es das offizielle Poster mit allen drauf. Ja, ich habe noch ein bisschen Platz in der Galerie. Ist das hier noch Schönes? Ist das eine Waage? Eine Münzwaage. Sie wurde seit 10 Jahren nicht mehr benutzt. Woher weiß ich das? Vagabunden haben die Planen vor kurzem rot gestrichen. Wasser tropft von herab. Oh, rote Farbe! Ich brauche mal noch rote Farbe für mein Wandbild. Postkarte Coron 33. Die bestimmt mit interagieren. Ein behelfsmäßiges Dach. Vagabunden haben versucht, die Promenade bewohnbar zu machen. Diese Plane schützt weder vor Regen noch vor Schnee oder Wind. Ja, also irgendwie... Sie hatten irgendwie keine Befestigung für die Plane, oder? Also wie habe ich das Gefühl, dass alle anderen Leute ein wesentlich anderes Verhältnis zu Geld haben als ich, oder? Ein großer Weinbehälter. Er ist offen und leer. Oh. The smell. It's awful and familiar. Achso, von denen so viel da vorne. Moment, das ist schrecklich. Du bedeckst deine Nase. It doesn't help. You can still smell it. Was ist das? Don't you recognize it? That hideous pungency. That faintly cloying sweetness. Only death smells like that. Ah, davon habe ich gehört, der Geruch des Todes, wo ich immer noch nicht weiß, wie es riecht. Wir hatten die Diskussion im Spiel, hatte ich die ja schon mal. Something cold wakes in the pit of your stomach. Fear. Oh, Angst. Sophie? Anscheinend nicht. Das ist wahrscheinlich eine Leiche, oder? Bernie, please. It is death. It must be. Das kann nicht anders sein. Vorsicht, Kim, hier, Lieutenant, hier stimmt was nicht. The lieutenant has already brought a handkerchief to his nose. Ah ja. Okay, wir haben dann wohl was, wir können mit dem Mülleimer reden? There's some tear, an empty cigarette package and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. Okay, erstmal die 2 Fahrer. empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent porter. Is all... No, there's more in there. Livis strawberry liquor, plus some Pilsner bottles too. Better not pick them up. They seem unhygienic. Die Wahrnehmung sagt das unhygienisch? Livis Erdbeerlikör und ein paar Flaschen Pilsner und irgendwelche Wodkaflaschen und Zeug. A tragedy. Eine Tragödie. Der Lieutenant sieht in die Dose hinein. Der Geruch treibt ihn Tränen in die Augen. He shakes his head with genuine sadness. Warum ist er traurig über die Dosen? Eine Dose schwarzes Starkbier? Potent Porter? Du, das ist ein bisschen sehr... Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand name reads Red Astra. Ich nehme mal stark an, dass Red Astra sind die billigen, weil wir hatten doch die anderen Zigaretten. Da hatte doch unser guter Harrier doch auch irgendwie eine Reaktion da drauf. Red Astra is the black market version of Astra cigarettes, known for their high tar content. Ah, danke, liebes Enzyklopädie 10.
Müsste ich jetzt quasi jedes Mal hochhalten, wenn irgendwas kommt. Du hast das Kebabpapier? You see traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads, Shish Kebab Revachol. Sheesh. In welchen Kebabs sind bitte schon Mayonnaise und Ketchup bei? It's no older than a day or two. No mold yet. Danke für das Kalkül. It's hard to concentrate in the smell. The sea air brings some relief. Ah, die Seeluft bringt uns Erleichterung. Ja gut, dann komm, dieses Münzfernrohr ist schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb. Dann gucken wir uns doch diesen bewusstlosen Menschen an. A man lies on the boardwalk. His limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. Oh, ein Kaugummipapier? Leiche eines Arbeiters. Das Ding ist halt auch, hatten wir nicht letztes Mal noch... Ich meine, der Typ sieht so aus, als wäre er einfach nur an der Kante gestorben? Oder soll es nur so aussehen? Ich nehme an, wir fahren näher. Ich glaube, ich habe mein Mikrofon ein bisschen lauter gestellt, so wie es aussieht, oder? Weil das hat schon so ein bisschen ASMR-Charakter, wenn ich hier so mit dem Block umherfuchtel, oder? Ich muss noch was an dem Mikrofon an der Einstellung tun. Naja, das hat man noch von unserem neues Set. Aber dessen Halt ist bestimmt auch so krass. Naja, immerhin kann man schön hören, wie ich Dinge mache. Weiter. Schau mal. Half of his body has slipped between the cracked boardwalk, starting with the right leg. The fall has left him broken, contorted like a sad puppet. Der Fall hat dafür gesorgt, dass er gebrochen zurückgelassen wurde, wie eine halbe Dings. Achso, er ist in das Dings reingebrochen. Das war sein Tod? Wie eine traurige Puppe. The smell is not as bad as a 2-week-old corpse, but it's definitely heading there. Er riecht nicht so schlimm wie eine 2 Wochen alte Leiche, so, aber er geht in die richtige Richtung, das wäre schön. ASMR-Papier, ja. Hold on. Der Lieutenant kauert sich neben den Toten und begutachtet sein Gesicht. Ein paar hervortretende Augen starren ihn an. Jegliches Leben ist aus ihnen gewichen. Lividity is faintly pronounced. Whoever this is has been dead for 2 days. No longer. We need to investigate. Er hebt sich und erschaudert, als eine Böe durch seine Fliegerjacke weht. Wir müssen Untersuchungen anstellen. Ja, kann ich mich vorher umziehen? Calm now. Carefully. Just another day. Just another dead body. Breathe. Tief einatmen. Ja, warte mal, ich muss mich kurz dress for to impress. So, warte mal, was wir erstmal brauchen, ist, glaube ich, Wahrnehmung und nicht das. Was haben wir denn hier? Empathie, Logik, visuelles Kalkül. Das ist, glaube ich, genau das richtige. Schauspielkunst werden wir nicht brauchen. So, Körperapparat und Schauder. Schauder wäre bestimmt nicht schlecht, aber Beherrschung ist wahrscheinlich wichtiger, nehme ich an. Schauspielkunst? Nee. Logik ist wahrscheinlich eher das, was wir brauchen, oder? Konzeptbildung ist wahrscheinlich das Beste zum Leichen durchsuchen. Dann die Hose noch, die macht einfach gar nichts. Ich habe noch 2, 3. Gewandtheit, Elektrochemie? Nee. Elektrochemie-Hosen bringen mir gerade nichts. Körperbau, das habe ich denn. Das habe ich eh. So, die Jacke macht Korpsgeist und Schauder. Habe ich irgendeine Jacke, die mir was mehr bringt? Ich meine, das Ding bringt Schauspielkunst und Elektrochemie. Das bringt mir auf jeden Fall mehr als Korpsgeist wahrscheinlich. Ja, Suggestion, Korpsgeist. Ja, Beherrschung ist wahrscheinlich gut, oder? Nehmen wir die Surfjacke. So, der Hut bringt mehr Logik und so macht mindestens aber Enzyklopädie. Ich glaube, mit Logik können wir mehr anfangen an der Stelle. Was haben wir hier noch? Reaktionsvermögen? Ja. Das ist ja mein Hals. Innenleben +1. Minus Körperapparat. Ja, komm, wir legen mal das Ding an. Alter, ich habe ja noch das Klemmbrett der großen Scham. Moment, das bringt mir doch auch noch wieder Punkte. Innenleben, Empathie, Autorität. Die Autorität brauchen wir, glaube ich, gerade nicht, um Leichen zu untersuchen. Wir können auch die Taschenlampe in der Hand legen, aber ich glaube, das ändert nichts. Judy, okay, ich glaube, wir sind perfekt für den Moment ausgerüstet. Um eine Leiche zu untersuchen. A man lies on the boardwalk. His limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. Du musterst die Kleidung des Mannes. He's wearing mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining. There are traces of kebab sauce on his chest. Es trägt klammverkrustete Stiefel, eine beige Hose und eine alte braune Lederjacke mit hellblauem Futter. In Höhe seiner Brust befinden sich Spuren von Kebabsoße.
Aber der hat den Döner zu Ende gegessen. Also ein Kebab ist ja nicht zwingend ein Döner, aber das schon. The leather jacket suits him well. It must be custom made. Die Lederjacke steht ihm gut. Maßanfertigung? Vielleicht hat er einfach nur Glück gehabt beim Kaufen. Der hat eine Standardgröße als Körper. Du stöberst deine Tasche. You find some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into two. His jacket feels sodden and heavy under your hand. Na gut, seine Jacke fühlt sich schwer an. Na gut, die ist durchnässt, das war klar. Aber ein regendurchtränkter Büchereiausweis. Good. We should take a look at that library card after this is done. Der Büchereiausweis hilft uns wahrscheinlich auf jeden Fall weiter, die Identität rauszukriegen, wenn das sein einziges Ausweisdokument ist. Tracht ein Mann genau. The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through the hole. Da ist der Fuß in die Spalte der Promenade gehabt und den Kopf gegen eine eiserne Bank geprallt. Das war der Todesgrund? Wenn er voll wegknackst, was denn? Es wäre schon sehr ärgerlich, oder? A bad fall. It might have been dark outside. This place is a minefield in the dark. Aber stimmt, wenn wir nachts hier wären, wäre das bestimmt ganz schön gefährlich. Du suchst das Gesicht. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his moustache. His eyes, empty and wide, look frightening in their frozen gaze. Das ist sogar trübe wie das Meer hinter ihm. Wassertropfen glitzern auf sein Schnurrbart. Der starre Blick seiner leeren großen Augen sieht beängstigt aus. Also der Blick ist beängstigt? Achso, wie in dem Moment, in dem er gerade fällt. Height 170 to 175 centimeters. Curly hair. Stout build. Age approximately 50 to 60 years. Ja, nicht, dass das der Mann von der guten Frau im Rollstuhl ist. Bei einem Büchereiausweis. Nicht, dass es unser guter Kryptopsychologe ist. Psychologe? Physiologe. Kräftiger Körperbau. Lockiges He Haar. was confused when he died. Confused and alone, most likely. Overcome with the awful surprise of it all. Plötzlich überrascht von seinem Fall. Betrachtet die Umgebung. Zoologe, ah ja. Mensch. There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Okay, also das Holz ist schon morsch in der Gegend, wo er steht. Es könnte durchaus sein, dass er einfach komplett, dass das Holz einfach unter ihm weggebrochen ist. Du suchst den Kopf. A dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. Getrockneter Blutkopf am Kopf. Eine offene Wunde. Kalt und klebrig. This is what killed him. Ah ja, danke, liebe Logik. I don't see any other major wounds, do you? Nee, nur die an seinem Hinterkopf. Seems like the head wound was fatal. It's exactly the shape of the bench. Tja, seine Kopfwunde hat genau die Zahl, die Größe der Bank. Das könnte natürlich auch alles Zufall sein. Und ich meine, wir haben ja schon eine gefakte Leiche gefunden. Du trittst auf die Planke. They screech under your feet ominously. It's hard to say whether the dead man's weight was the cause of the boardwalk to break. It definitely looks fragile. Schwer zu sagen, ob sein Gewicht gereicht hat, aber es sieht auf jeden Fall brüchig aus. You see waves churning below. Something cracks beneath your feet. Wellen unter den Füßen. He could have easily disappeared into the sea through that hole, and you would have never found him. Er hätte doch einfach runterfallen können, wir hätten ihn nie gefunden. Du suchst die Flasche? A .75 liter Tallulah vodka with its cap missing. There's hardly anything left inside. Schon wieder Tallulah Wodka, den haben wir schon mal anders schon gefunden. Die Flasche ist beinahe ausgetrunken. Den Mülleimer, oder nicht? Tear all around us. Er sieht zu zwei weiteren Flaschen hinüber, die beim Münzfernrohr liegen. Ja, die haben wir schon eingesammelt, oder? Das ist Kaugummipapier? Grabowski spearmint chewing gum. Green leaves on the cover. The man's mouth is half agape from the terror of the fall. Der Mann hat sich beim Sturz so sehr erschreckt, dass der Mund halb offen steht. Du siehst hinein. The blackness of death. Stench. You think you see white chewing gum too. Weißes Kaugummipapier in seinem Mund. Confirmed. Nearly the whole pack is there. Solidified on his lower rear teeth. Das ganze Paket ist dort, na schön. He ate the whole pack, right? It's to cover the smell of alcohol before going home. The worst thing is... Er hat das ganze Päckchen gegessen, um den Alkoholgeruch zu übertünchen. Nicht, dass es wirklich unser Zoologe ist, der... Auf
Viel Spaß, Löserin Boy. Hilfe am Getränkestand. I've seen it before. Almost the same scenario. Even the chewing gum. It's always the same. Er hat das gleiche Szenario schon mal gesehen mit das und das ist immer der Kaugummi. Hilft es denn? Ich gedacht, dass irgendwie so eine Mundspülung das vielleicht irgendwie helfen könnte, oder? Machst einen Schritt zurück. The entire boardwalk creaks in the wind as you take a step back. Das gesamte Ding knarzt. Wer ist dieser Mann? Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't just walk over here. Er blickt nach Süden, dorthin, von wo wir gekommen sind. Also er muss die Gegend hier kennen, um hierher zu kommen. Naja, ist ein gutes Argument eigentlich. But that's just a lazy assumption. What do you think? Ich halte es für etwas verfrüht, als Alkoholiker abzustampfen. Wir wissen noch nichts über ihn. Naja, es ist... Obwohl, er war vielleicht im Dunkeln hier. We do know that he was married. Wir wissen, dass er verheiratet war. Der Lieutenant zeigt auf den Ring in der linken Hand des Mannes. Das ihn umgebende Fleisch ist angeschwollen und grau. But you're right. Let's not run ahead. For now, all we know is that he's an unidentified middle-aged man found dead on the Martinez boardwalk. Naja, was glauben wir, was hier passiert ist? Er ist wahrscheinlich aber nur ausgerutscht. So sieht es zumindest bis jetzt aus. Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Wenn die Bank nicht gewesen wäre. Death by misadventure. Vor allem hätte er vielleicht gerade seinen Döner wirklich noch schön in den Mülleimer, wer lehrt ihn eigentlich überhaupt, reingeworfen und dann sowas. Ist mit den Lynchmord zu tun? Denken sie, er war betrunken, so hängst du die Flasche. Was mit dem Kebab? What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in the box. The Pork? Sometimes a kebab is just a kebab. Ein Kebab ist einfach nur ein Kebab, ja. Ja, und sollte für diese kaputten Promenade haftbar gemacht werden. Die ist gefährlich. Ja, ich ahne, dass der Zug abgefahren ist. Denken sie, er war betrunken? Oh yes. Ah ja, schön. Alkoholvergiftung, Leberversagen? Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. Ja, dass er nicht am Leberversagen gestorben ist, ist relativ offensichtlich. Mit dem Sport zu tun haben, wahrscheinlich eher sehr unwahrscheinlich. Ich meine, er war erst vor 2 Tagen. No, I don't see anything that points in that direction. For now, let's treat this case as a simple, albeit sad, accident, unrelated to the murder case. Wenig, wenn er gleich bedauerlicher Unfall. Viel Spaß, Bottingen, bitte einen Freunden. Dem Trinken. Ich hoffe nur Wasser und Tee. Yes, but what if there's a killer on the loose? 2 suspicious deaths in such a short time frame. Also Zwielicht ist schon sehr zwielichtig, oder? 2 verdächtige Tode? Also es sieht mir jetzt eher wie... Also es gibt ja nichts, das darauf auf einen Mörder hinweist, oder? Stimmt schon, das mit den Lynchmord in Verbindung zu bringen, ist weit hergut. Finde ich aber auch. Without any further evidence, yes. Jemand sollte für diese kaputte Promenade haftbar gemacht werden, bestimmt. They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Wenn die Beamten der Küste noch mitmachen, wenn sie alles absperren? Oh, das wird die Locals bestimmt ärgern. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. Ach so! Sie sperren es ab, um es aus den offiziellen Verwaltungsdingen rauszukriegen. Stimmt, schließt das It mal. does seem to be a pretty straightforward misadventure. Although there's still a question of identifying the body. Ja, die Leiche müssen wir auch noch identifizieren. Das kriegen wir bestimmt noch mit dem Bibliotheksausweis hin. Was sollen wir mit dem machen? From where I stand, I can see 2 options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. Nennt mal keine Leichenschau? Nee, was wollen wir denn hier sehen? A field autopsy isn't necessary if the cause of death doesn't appear to be criminal, and this looks like a simple accident to me. I'd say we should just write down head trauma in the autopsy report and leave it at that. It would save us at least 2 hours of unnecessary work. Ja, das stimmt. Wo das erspart dann sein? Alko, was? Nee. Ja, aber ist das nicht irgendwie nachlässig? Sie haben recht. Ich kann ja nichts Kriminelles erkennen. Ist das nicht nachlässig? Ich würde es aber, glaube ich, tun. Ich frage mal das nach, aber ich lasse es trotzdem. Maybe, but we don't really have much time or resources to spare. The guys at processing will take care of the rest. Die gleichen Jungs in der Kriminaltechnik, die dafür bekannt sind, dass sie nichts hinkriegen? Überlassen wir diesen Fall in Revier. Ich will das nicht verbringen. Ich brauche mehr Zeit, um mich zu entscheiden. Ja, wir haben ihn gefunden. Wir sollten ihn jetzt zu Ende bringen. Ja, das wird Kim bestimmt richtig doll nerven. Alright, we should first examine the library card you found.
Then we can call the station from my kinema. Let them know we are taking the case. Ah ja. Vor allem müssen wir die Leiche den ganzen Weg hierher schleppen, oder? Der andere Typ war schon so schwer. So, wo ist denn hier der lustige Bibliotheksausweis? Gefalteter Büchereiausweis. Jamrock Public Library. Ein Büchereiausweis der Tasche des toten Manns von der Promenade von Martinez. Er fühlt sich noch leicht feucht an. Der Deckel ist mit dem Stempel der Stadtbücherei von Jamrock versehen. The library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front side reads, Central Jamrock Public Library Card, issued to Billy Mejean, expires July 53. Juli 251. Wir sind gerade im Jahr 51, ne? Also der ist noch eine Weile gültig. Schicker Hut passt gut zur Jacke, nicht wahr? Billy is a unisex name. Could be the deceased or his family member. Das macht es ja auch nicht gerade einfach. Also es könnte, also die Logik wirft gerade auf, dass es sich eventuell gar nicht um den Ausweis des Toten handelt, weil es ja auch der Ausweis einer Frau sein könnte. Ja. Du wirfst deinen Blick hinein. Du siehst dir die Rückseite an. If lost, please return the card to the library. Dial 005 02 55 211 or visit us at Moreau Street, 78, Jamrock. Business hours 900 to 1800. Moreau Street. Hat das irgendwelche Erinnerungen an unseren guten Harry weckt? Good. We should give them a call from my kinema. See if we can learn anything about Billy Mejean. Ja. Gibt es überhaupt sowas, ein richtiges Register? Ein Blick hineinwerfen? Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinting Curve by M. Theobald. A library stamp indicates that the book has been returned. Aha. Stimmt, so richtig, ganz wo ich noch sehr jung war, hatte ich auch mal so einen Bibliotheksausweis, wo noch wirklich noch reingestempelt war, welche Bücher du machst. Das ist die in Deutschland viel gepriesene Digitalisierung, das war Anfang der 2000er und es hätte definitiv schon technische Lösungen dafür gegeben. Ach, stimmt, da war noch richtig mit Dings. Das muss ja. Also früher war, glaube ich, so eine Bibliothek auch noch mehr ein Ort. Das hat sich dann so. Hat genau in der Zeit, in Anfang der 2000 wahrscheinlich mächtig geändert. Der schimmernde Bogen. Huh. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too. Du steckst ihn ein. Naja gut, okay, das Ding haben wir gelesen, sehr schön. Dann wollen wir weiterziehen.